Hallo zusammen, es ist Samstag 17 Uhr, also Zeit zum Patchen und Quilten und heute, Pabaro, arbeiten wir gemeinsam dieses Windrad. Das ist super einfach für jeden Anfänger zu schaffen und die Blockgröße lässt uns ganz schnell eine super schöne Kuscheldecke zusammenfügen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Meine Videos werden finanziell mit unterstützt von den Kanalmitgliedern. Einen herzlichen Dank an euch. Unser Windrad hat eine Blockgröße von 54 x 54 cm. Und damit wir unser Windrad arbeiten können, brauchen wir je einen Stoffstreifen Rot und Grün, 15 cm breit. Wir brauchen einen blauen Streifen, 20 cm breit. Und wir brauchen zwei Stoffstücke, 15 x 9 cm in der roten Farbe. Als erstes schneiden wir aus unserem 15 cm breiten Stoffstreifen Dreiecke zu. Dazu nehmen wir uns unseren Stoffstreifen. Wir nehmen unser 15 cm breites Patchwork-Lineal mit den eingezeichneten Winkeln. Wir legen die 45-Grad-Linie an der unteren Stoffkante an und unsere Lineallänge geht von unserem Stoffstreifenende weg. Wenn das Ganze so liegt, schneiden wir einmal zu. Nach dem ersten Schnitt wippen wir unser Lineal zur anderen Seite, bis die 45-Grad-Linie erneut an unserem unteren Stoffrand liegt. Das Ganze verschieben wir, bis unsere Lineallinie ganz genau mit der oberen Ecke übereinstimmt. Und wenn wir das haben, schneiden wir einmal zu. Auf diese Weise erhalten wir 4 identische Dreiecke. Das wiederholen wir mit dem roten Stoff. Wir legen unsere Dreiecke mit der schmalen Seite zueinander, sodass sich eine neue lange Seite an unserer unteren Kante ergibt. Die langen Dreiecksseiten liegen nach außen. Diese beiden schmalen Seiten legen wir einmal übereinander und wir richten diese Seite ganz genau aus. Ich nähe das Ganze mit einem 1/4 Inch Nahtzugabe. Dazu habe ich mir eine 1/4 Inch Nahtzugabenvorlage vor meine Maschine gesetzt, sodass ich mit meinem Standardfüßchen weiterarbeiten kann. Wenn ihr ebenfalls mit diesen Linien arbeiten möchtet, könnt ihr sie unter dem Video herunterladen. Ihr findet einen Download in der Beschreibung. Die Mittellinie ist unsere Nahtlinie, die beiden äußeren Linien sind die Nahtzugabenlinien. Wir legen die äußere Nahtkante an der Nahtzugabenlinie an, senken unser Füßchen ab. Wir haben einen schmalen Stich eingestellt. Bei mir liegt das so bei 1,5 bis 2. Ihr schaut, was bei eurer Maschine gut passt. Als Nadel könnt ihr eine Standardnadel, Größe 75 oder 80 verwenden und ein Standardnähgarn reicht bei dem Zusammensetzen von Blöcken völlig aus. Schiebt die Außenseite eures Dreieckes ganz einfach an der Nahtzugabenlinie entlang. Wir können alle 4 Dreiecke in einer Naht zusammennähen, also in Ketten nähen. Wenn wir das haben, schneiden wir unsere Dreiecke auseinander. So. Unsere so fertiggestellten Dreiecke möchten wir einmal bügeln. Das heißt, wir pressen unsere Naht ineinander. Schlagen das Ganze auseinander. Ich möchte meine Nahtzugabe zur grünen Seite bügeln. Und so schaut das Ganze fertig aus. Das wiederholen wir bei allen 4 Dreiecken. Wenn wir mit unserem Standardfüßchen nähen, treibt uns das Standardfüßchen den Stoff immer so ein bisschen vor sich her. Dadurch verschiebt sich die untere Linie. Und das Einzige, das wir nun trimmen möchten, ist, wir möchten diese untere Linie wieder begradigen.
Wir wählen eine Mittellinie von unserem Lineal und legen diese Mittellinie genau auf unsere Naht. Wir legen die untere Linealseite so an, dass die äußeren Ecken unseres Dreieckes genau mit der Lineallinie abschließen. Dann sehen wir, dass wir hier in der Mitte so einen kleinen Bauch haben. Und diesen kleinen Bauch, den schneiden wir einmal zurück. Das wiederholen wir bei allen 4 Dreiecken. Unsere 4 begradigten Dreiecke möchten wir nun an unseren Hintergrundstoff nähen. Dazu nehmen wir diese 20 cm breite Stoffbahn, die schlagen wir einmal auf und wir legen unsere Dreiecke einmal genau an der äußeren rechten Seite an und später drehen wir das Ganze. Wir legen unsere Fäden zur Seite, nehmen die Stoffbahn mit dem ersten angelegten Dreieck. Wir achten darauf, dass wir nicht direkt an der Webkante anlegen, sondern ein Stückchen davon entfernt. Wir schieben unser Dreieck und unsere Stoffbahn wieder zur äußeren Linie und wir nähen los. Am Ende des ersten Dreiecks angekommen, nehmen wir unser zweites Dreieck. Wir legen das erneut an, aber mit einem Stück Abstand. Wir möchten hier so 1 cm oder 1,5 cm Raum lassen. Und wir nähen weiter. Das Ganze können wir bis zum Ende der Stoffbahn durcharbeiten. Ich unterbreche an dieser Stelle, damit ihr seht, wie ihr das an der gegenüberliegenden Seite ansetzen könnt, denn wir möchten hier nur einen Musterblock gemeinsam nähen. Das erste Stück, da können wir gar nichts ansetzen. Wir ziehen das Ganze weiter und legen unseren nächsten Block rechts auf unseren Streifen. Und wir haben hier diesen Mehrraum gelassen, damit die Spitze von unserem nächsten Block hier ganz wunderbar Raum findet. Hebt die Spitze vom vorhergehenden Block hoch und legt den nächsten Block an. Wenn wir das haben, holen wir das unter unserer Maschine hervor und wir schneiden unsere Dreiecke wieder auseinander. Dieser Schnitt braucht noch nicht sehr ordentlich zu sein. Wir möchten damit lediglich unsere Dreiecke wieder auseinandernehmen. Wenn wir das haben, bügeln wir das erneut. Wir pressen die Naht ganz vorsichtig, ohne Dampf und schlagen die blaue Stoffseite zurück, damit sich die Nahtzugabe in die blaue Stoffseite schlägt. Und das wiederholen wir bei allen Blöcken. Wenn wir unsere Blöcke genäht haben, möchten wir sie nun trimmen. Dazu nehmen wir ein quadratisches Lineal. Ich habe hier das Olfa-Lineal, es hat eine Inch-Einteilung. Hier ist es jetzt eigentlich egal, ob wir Inch oder Zentimeter nehmen. Es geht nur darum, dass wir ein vernünftiges Quadrat bekommen. Unser Block kann am Ende eine Zentimetergröße nach Wunsch haben, wie unser Block. Und wir können trotzdem ein Inch-Lineal nehmen, um daraus Quadrate zuzuschneiden. Das ist gar kein Problem. Wir legen die Mittellinie ganz genau über die Naht unseres zweifarbigen Dreiecks. Wir sehen hier oben diese kleine 5 mit dieser eingezeichneten Spitze, die jetzt wie ein Pfeil genau auf den Punkt zeigt, an dem alle 3 Stoffstücke zueinander treffen. Und unsere Zähnen und die Schnittpunkte liegen genau auf der Nahtlinie, die den Hintergrundstoff vom zweifarbigen Dreieck trennt. Wenn wir das haben, schneiden wir einmal zu. Wir drehen unser zugeschnittenes Dreieck. Unsere 10,5 Inch Linie legen wir an den äußeren Rand unseres Hintergrunddreiecks. Unser Pfeil von unserer 5, diese eingezeichnete Quadratecke, zeigt wieder auf den Punkt, an dem sich alle 3 Nähte treffen. Und unsere eingezeichnete Mittellinie läuft wieder
durch die Nahtlinie von unserem zweifarbigen Dreieck. Wenn das alles übereinstimmt, schneiden wir erneut zu. Und das wiederholen wir bei allen Quadraten. Unsere 4 Quadrate sind vorbereitet und wir legen sie einmal mit der roten Spitze zur Mitte aus. Unsere Mitte möchten wir nun ein bisschen besonders gestalten und wir möchten es uns auch ein bisschen einfacher machen. Das Problem mit den genau zueinander laufenden Spitzen möchten wir uns gerne sparen. Dazu nehmen wir uns die beiden Rechtecke, 15 cm x 9 cm groß. Die falten wir einmal auf die Mitte. Wir nehmen die ersten beiden Quadrate, nehmen unser gefaltenes Rechteck und wir legen es auf das erste zugeschnittene Quadrat. Die lange offene Seite liegt an unserem blauen Hintergrundstoff an. Die kurze offene Seite, die an dem Bruch endet, legen wir mit unserem roten Stoff an. So. Wenn wir das haben, nehmen wir das zweite Quadrat und schlagen das einmal über. Wir richten das ganz genau aus. Wenn wir das jetzt noch einmal öffnen, das klippen wir uns einmal fest. Und wir nähen beide Seiten zueinander. Und so schaut das Ganze nun aus. Das möchten wir erneut bügeln. Wir pressen die Naht, schlagen das Ganze einmal auf, pressen die Naht erneut. Ich schlage hier die Nahtzugabe zur blauen Seite. Wir öffnen unser gefaltenes Quadrat, haben eine Mittellinie, die ziehen wir genau über unsere Naht. Und das Ganze bügeln wir einmal ein. Unsere eingenähte Spitze ist ein bisschen länger als unsere eingenähte Stoffkante. Das heißt, wir schneiden einmal diese überstehende Spitze zurück. Und wir schneiden. Das wiederholen wir mit der zweiten Seite. Und pabau, es ist fast geschafft. Wir klappen das Ganze nun übereinander. Wir richten unsere beiden Stoffstücke aus, legen die Ecken aufeinander. Wenn unsere Mitte aufeinander liegt, klippen wir das einmal fest, richten das gerade aus. Und wenn wir das gerade ausgerichtet haben nähen wir unsere Abschlussnaht. Und pabau, unser Block ist fertiggestellt. Und zu diesem Block wird es noch, eine weitere Blockvariante geben. Und wie wir diese Blockvariante nähen und wie dann aus all unseren Blöcken ein Quilt wird, darum geht es in einem späteren Video. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten und patchen und viel Vergnügen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.